Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden. Ja Freunde, inzwischen ist Spargelzeit. Auch bei uns gibt es Spargel. Und was ist da Besseres wie ein Spargeldöner? Wenn ihr sehen wollt, wie wir ihn gemacht haben, bleibt dran, schaut euch an. Viel Spaß dabei. Ihr habt ja vorhin schon gehört, jetzt ist Spargelzeit und wir haben uns das Gericht einfallen lassen, Spargeldöner. Und bevor wir euch die Gesamtzutaten präsentieren, zeige ich euch erst einmal, wie ich das Fleisch mariniert habe. Und das habe ich hier, kommt noch ein bisschen näher an, dann zeige ich es euch. So, also hier kommen wir mal zu unseren Zutaten. Das ist zum einen Hähnchenbrust. Dann habe ich hier Zwiebeln. Gewürzt wird das Ganze mit dem Orient-Dip, Ducar Orient-Dip. Dann habe ich hier noch den Kürbiskörner. Des Weiteren brauche ich noch ein Fleur de Sel. Die Öle, die seht ihr ja, das ist ein Bio-Chili-Öl und ein Bio-Zitronenöl. So, jetzt fangen wir an. Wir werden das Ganze jetzt mal zusammen mischen und dass wir so eine gute Stunde das Ganze oder 1,5 Stunden, man kann es auch länger haben. Wir haben jetzt nur eine gute 1,5 Stunden noch. Und wie gesagt, wir fangen mal an und mischen oder würzen das Fleisch. So, dann fange ich mal an mit dem Orient-Dip. So, dann machen wir mal das Ganze da ein bisschen dran. Ich weiß gar nicht, was machen wir? So 2? Ja, das wird, denke ich, reichen, oder? Ja. Dann haben wir eines unserer Lieblingsgewürze. Das ist der Kürbiskörner. Den finde ich echt mega lecker. Ich sage noch mal ganz kurz, was da drin ist. Es ist Salz, Kokos, Kurkuma, Rohrzucker, Paprika, Knoblauch, Ingwer, Kumin, Koriander, Zimt und Pfeffer. Also wirklich für alles zu gebrauchen. Wir haben auch schon das eine oder andere Video gemacht, wo wir das eingesetzt haben. Und da machen wir auch mal 2 so Löffel dran, oder? Ja, ja, würde ich auch schon sagen. Dafür wollen wir was schmecken. Dann mache ich ein bisschen Fleur de Sel. Da brauchen wir jetzt nicht ganz so viel. Und natürlich die Öle. So, da haben wir das Bio Zitronenöl. Das bringt so eine gewisse Frische mit dran. Muss man eigentlich auch vorsichtig dosieren. Beim Chiliöl zeige ich mal hier noch mal kurz. Das ist noch zu, das haben wir noch gar nicht benutzt. Probieren wir aus jetzt. Ja. Da dosiere ich auch ein wenig vorsichtiger. Ist okay vom Geschmack, hat eine leichte Schärfe und passt genau in das Gericht. Und ja, jetzt mischen wir das Ganze. So, nach kurzer Zeit haben wir es mariniert. Ihr seht es recht gut. Und es bleibt jetzt nichts übrig. Ab in den Kühlschrank und dann sehen wir uns in Stunde 1,5 wieder. Aber wie gesagt, wenn ihr länger marinieren wollt, macht gerne länger. Bei uns ist das jetzt ausreichend. Ja, für unser Spargeldöner habe ich hier unten die ganzen Zutaten. Kommt mal ein bisschen näher ran, dann zeige ich sie euch. Und hier habe ich im Einzelnen Spargel. Ich habe mich für grünen entschieden. Ihr könnt euch auch weißen nehmen, der geht genauso gut. Dann habe ich hier ein wenig Knoblauch, den brauche ich für die Hollandaise, die habe ich hier. Da mache ich so eine Knoblauch-Hollandaise mit dazu. Dann brauche ich Tomaten, Bacon, Salat, ein Fleur de Sel, da würze ich nachher den Spargel, ein wenig Zucker zum Karamellisieren und so ein Fladenbrot. Könnt ihr selber backen. Ich habe es jetzt in dem Fall einmal gekauft, ist recht lecker und würde sagen, wir beginnen, indem ich den Spargel anbrate und da hole ich euch gleich mit dazu. So Freunde, das Ganze werden wir auf unserem Gasgrill machen. Der ist da unten, der ist inzwischen schon auf Temperatur. Und ich habe gesagt, ich fange an mit dem grünen Spargel. Ich werde zuerst die Baconscheiben anbraten und kommt mal her. Die Plancha ist schon heiß. Da kommen jetzt die Baconscheiben drauf. Das Baconfett nutze ich dann, um den grünen Spargel anzubraten.
So, Deckel machen wir wieder zu. Das Ganze geht relativ zügig und wenn der Bacon angebraten ist, dann hole ich euch wieder mit dazu. Jetzt wird es Zeit, den Bacon runterzuholen. Da habe ich auch so einen Teller mit so einem Zewa drauf. Jetzt holen wir das Ganze mal runter. So, Bacon ist runter von der Plancha. Jetzt kommt der grüne Spargel dran. Den zeige ich euch mal ganz kurz. Den haben wir so in Stücke geschnitten und das Fett ist jetzt ausreichend, dass wir den schön anbraten jetzt. Was ich jetzt zuerst machen werde, ein wenig Zucker auf den Spargel, dass der ein bisschen karamellisieren kann. Deckel zu und schön anbraten lassen. So, währenddessen der Spargel schön anbrät, habe ich hier meine kleinen Töpfchen. Ich habe gesagt, ich mache Hollandaise mit dazu, und zwar ein Knoblauch-Hollandaise. Machen wir erstmal den ganzen Knoblauch da rein. Das waren jetzt so 3,5, 10, 3 große, eine etwas kleinere. Könnt auch die Flamme jetzt ein bisschen kleiner drehen. Kann ich schön ein bisschen Farbe annehmen, nicht zu viel. Und es kommt schon die Soße dazu. Ich habe da durch die Butter natürlich auch so eine leichte Nussbutter noch mit drin. Könnt ihr jetzt leicht köcheln lassen. So, mehr müsst ihr gar nicht tun. Hier mal. Lecker. So, die müsst ihr nur einmal aufkochen lassen. Das hat es getan. Jetzt schalte ich das Ganze wieder ab. Die kann es da stehen bleiben. So, und jetzt kommt unser mariniertes Fleisch wieder ins Spiel. Das habe ich natürlich bei der Präsentation nicht gezeigt, weil es doch im Kühlschrank lag zum Marinieren. Und das kommt jetzt auf die Plancha. So, das Ganze lassen wir schön anbraten. Deckel zu. Und dann sehen wir uns wieder, wenn das Fleisch fertig angebraten ist. So, ich schaue aber mal drunter. Und oh, herrlich, da hat auch unser grüner Spargel wieder Platz genommen. Ich hoffe, man sieht es. Ja, so ein bisschen sieht man es. Jetzt holen wir das Fleisch einfach runter. Soll ja nicht trocken werden. Und ihr seht, was das für schöne Farbe angenommen hat. So, das stellen wir jetzt auch mal da an die Seite. Oh, mal ein bisschen zu, Freunde. Da ist unser Fladenbrot. Das haben wir halbiert. Das legen wir jetzt noch auf die Grillplatte. Kann noch ein bisschen Röstaromen annehmen. Machen wir das Ganze noch mal zu. Und ja, wenn das Brot angeröstet ist, dann geht es schon zum Zusammenbau. Und da hole ich euch aber gleich wieder mit dazu. So, Freunde, es ist geschafft. Wir schauen noch mal drunter. Alles angeröstet, Fleisch haben wir da, Spargel haben wir da. Jetzt bauen wir zusammen. Die Hollandaise, habt ihr vorhin schon gesehen, ist auch fertig und jetzt geht's zum Zusammenbau. So, Freunde, es ist soweit. Da unten bauen wir an. Wir gucken mal runter und du baust an, du baust auf. Und dann sehen wir ja, wie das zusammengebaut wird. Also ich habe jetzt da Salat drauf. Dann haben wir das Fleisch drauf. Ein bisschen grüner Spargel. Ja. Jetzt kommen noch Tomaten. Du magst nicht ganz so viel, gell? Nö. Okay. Dann machen wir den Speck zum Schluss. Ich mache jetzt die Soße einfach da drüber, dass alles zusammenweicht. Weil ich glaube, das braucht nicht so viel. Dann machen wir noch eins drauf. Ja. Und dann klappern wir das Ganze zusammen. Ja. Boah, und dann. So, jetzt gehen wir mal drauf mit der Kamera, Freunde. Schauen wir uns das Ganze mal an. So sieht unser Spargeldöner aus. Hervorragend. So, jetzt müssen wir natürlich noch probieren. Und dann gibt es natürlich auch noch ein Abschlussfazit. So, Freunde, diesmal opfere ich mich vor der Kamera und werde den Spargeldöner für euch probieren. Nützt ja nichts, einer muss es ja machen. Auf euch. Mir schmeckt es hervorragend. Das Fleisch mit den Gewürzen, tipptopp, schmeckt hervorragend. Ist also, ja, bringt noch so eine leichte Frische mit dazu durch den Kürbiskönner, der viele Gewürze hat. Und natürlich die Knobi, Holly, Leute, das ist echt der Hammer, ja. Harmoniert zu dem nussigen grünen Spargel. Ihr könnt es natürlich auch mit dem Weißen machen. Der Bacon gibt noch so einen leichten, salzigen, geräucherten Pfiff dazu. Salat, Tomaten.
Also wie gesagt, wenn ihr sowas mal schnell zu Hause machen wollt, habt ihr gesehen, geht, ja, Vorbereitungszeit war so eine Stunde ungefähr. Das Fleisch marinieren, nochmal eine Stunde, 1,5, hat vollkommen ausgereicht. Und Leute, das war's. Ich esse jetzt fertig, möchte warm essen. Bis zum nächsten Video. Ach, wenn ihr Bock habt, abonniert natürlich. Netter Kommentar ist immer gut. Bis zum nächsten Video. Ich bin raus. Euer Thomas. Ciao, ciao.